Moin Leute, ich bin's wieder, Jakob. Und zwar bin ich mit dem Kajak unterwegs. Nicht, wie man vielleicht glauben mag, in einem tropischen Inselparadies, sondern nördlich des Polarkreises. Ich habe eine Menge Ausrüstung dabei. Was ich dafür nicht dabei habe, ist irgendwas zu essen. Sprich, entweder ich fange was oder es wird ein sehr hungriger Trip. Ich habe 24 Stunden Zeit. Morgen muss ich leider schon wieder zurück sein. Aber die möchte ich gut nutzen. Ich habe eine Isomatte dabei, einen Schlafsack, ein Kajak natürlich am Start. Wir haben hier riesige Flachwasserbereiche mit sauberem blauen Wasser. Und ich habe meine Sperrfischausrüstung dabei. Neoprenanzug, Harpune etc. Sprich, wir springen dann mal ins Wasser und gucken, ob wir da was kriegen. Falls nicht, ich habe auch noch Angelausrüstung dabei und gucke natürlich so ein bisschen nach essbaren Wildpflanzen und Beeren. Ich bin hier auch schon ein Stückchen rausgepaddelt, aber habe eine bestimmte Insel im Auge, zu der ich kommen möchte. Bevor ich jetzt lospaddel, gibt es erstmal für euch einen schönen Überblick, wie geil das hier eigentlich aussieht. Schön ein bisschen Welle und geile Bergkulisse. Die große Insel da hinten ist unser Ziel. Ich glaube, da habe ich am ehesten eine Chance, dass ich was Essbares finde. Ach ja, ich lieb's. Immer noch sehr flach. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie Fische gibt. Ich habe hier auch meinen Cheat dabei, mein Echolot. Ich lasse das jetzt mal ins Wasser und guck mal, ob ich irgendwas sehe. Bringt ja allerdings auch nicht viel, wenn keine Fische da sind. So langsam bekomme ich ein bisschen Angst, dass ich heute hungrig bleibe. Da hinten ist so ein großer Boulder zu sehen. Den möchte ich, glaube ich, mal auschecken. Der Boulder, der Felsen, das sieht eigentlich nach einem Premium-Lager aus. Wie eine kleine Höhle, wie eine Bofe. Das Problem ist bloß, hier auszusteigen ist gar nicht so leicht. Das Boot nicht wegschwimmt. Okay, hier ist erstmal alles von Beeren. Ich snack mal ein paar davon. Der schwedische Hartriegel. Kann man essen, schmeckt aber nicht wirklich nach irgendwas. Oh. Sehr mehlig. Leute, das ist eigentlich das perfekte Camp. Diese Premium-Höhle. Hier könnte ich mich reinlegen, bin komplett geschützt. Außer vom Wind. Ja, da ist das ganze Ding ziemlich auf der falschen Seite der Insel. Ich wollte eigentlich auf die andere. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Gehe noch mal weiter gucken. Vielleicht gibt es ja drüben auch sowas. Hier habe ich jetzt gerade was gespottet, was mir sehr entgegenkommt. Das hier ist eine Moltebeere. Die Pflanze ist hier überall. Es hängt nur recht wenig dran bisher. Aber vielleicht, wenn es die hier gibt, gibt es davon auf der Insel noch mehr. Und wir haben was zu essen. Na, ist auch gut. Hier gibt es erstmal Krähenbeeren. Oh, hier alles voll dicke Fette. Hier gibt es schon mal so ein paar Pfützen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Süßwasser ist, was vom Regen hier drin geblieben ist. Mit ein bisschen Pech ist es aber auch Salzwasser. Irgendwo da hinten müsste Island sein. Könnt ihr es sehen? Eieieiei. Gute Wellen. Schon eher ungemütlich da draußen. So, ich probiere jetzt hier mal so einen kleinen Pilker, den ich auf Alibaba gekauft habe. So, jetzt gibt es endlich mal einen Fisch hier. Oder Tang, ich weiß noch nicht so genau. Essen! Kleiner Seelachs, töte das Tier natürlich fachgerecht. Nicht so wie die Einheimischen, einfach in den Eimer schmeißen. Aber gut, ich muss sagen, satt werden wir davon noch nicht. Was habe ich denn jetzt gefangen? Was ist denn das? Hä? Was soll denn das jetzt hier? Sieht aus wie ein Darm. Ich kann doch keinen Darm gefangen haben. Hä? Alter. Was zur Hölle? Jetzt habe ich wieder irgendwas. Oh geil. Lass es bitte eine Makrele sein. Oh, es fühlt sich an wie eine Makrele. Ich will eine Makrele. Oh, ich habe noch gar keine Makrele.
Die Dinger rasten einfach komplett aus immer. Ich weiß nicht, was die haben. Super schwierig, die dann reinzubekommen. Oh, komm schon, komm schon. Ja, und so ein Oschi, Alter. Alter, guck dir mal die Makrele an. Wie schön die auch aussieht einfach. Okay, ich kill die jetzt erstmal. Ich bin erstmal ganz gut versorgt mit Fisch. Ich suche jetzt mal einen Spot, weil mich auch diese Schaukelwellen ganz schön fertig machen. Neigt zwar eigentlich nicht zu Seekrankheit, aber es ist schon ganz schön heftig. Da oben fliegt erstmal ein Adler. Boah, 2 Adler. Geil. Alter, ist ja geil. Ist ja wie so ein kleiner Canyon. Ich glaube, ich traue mich aber nicht reinzufahren bei den Wellen. Da werde ich nur zerlegt. Da oben ist nochmal wie so eine kleine Höhle. Okay, ich gehe jetzt erstmal nochmal ein bisschen weiter gucken. Wir sind ja noch nicht rum um die Insel. Mal schauen, was noch so kommt. So, Suchbild. 3 Kormorane. Okay, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt das Ende der Insel erreicht hier. Alter! Hey, habt ihr es gesehen? Ich steige jetzt hier mal aus und gehe mal gucken einfach. Eine Flaschenpost. Klemmt fest. Da sehe ich doch was. Na krass, das ist jetzt hier der Kletterfelsen, den man von drüben gesehen hat. Das ist ja sogar wie so ein kleiner Tierpfad. Es riecht auf jeden Fall, als würde hier irgendwas leben. Okay, da unten hat es so eine Art Mini-Höhle. Jetzt bin ich Schuhe nass, das ist natürlich nicht so geil. Wegen Rutschen. Ich habe schon meine Combat Crocs an, aber trotzdem. Okay, ich will auf jeden Fall das Tier, was jetzt hier irgendwo drin haust, eigentlich nicht unbedingt stören. Deswegen gucke ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Okay, ich versuche jetzt mal hier was zum Anlanden zu finden. Ja, hier. Hier ist gerade gut. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, mein Boot zu sichern. Aalglatt, alles aalglatt. Vielleicht einfach mal ganz, ganz klassisch festbinden. So wie mir meine Eltern das eigentlich auch beigebracht haben. Wo? Ich glaube, ich kann hier eine ganz klassische sächsische Knotenschlinge legen. Ja. Oh, Alter. Leute, ich habe gerade was gefunden. Es riecht absurd widerlich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, ich kann nicht zu nah hingehen, sonst muss ich kotzen. Ich weiß nicht, was das mal war. Okay, Luft anhalten. Alter, keine Ahnung, was da reingefallen ist. Das sieht aus wie, keine Ahnung, ein Rentier? Nee. Wie kommt das auf die Insel? Wir sind echt übelst weit vom Festland. Das ist auf jeden Fall was Größeres. Ein Mensch? Wir müssen jetzt, glaube ich, in dem Ding rumrühren, anfangen und den Schädel suchen, wenn ich das rausfinden will. Aber ein bisschen zu ekelhaft. Richtig schöner Gulasch. Alter, stinkt das. Ey, weg hier. Alter, das stinkt bis hier hoch. Oh, der Wind, der trägt es richtig hoch. Oh, geil ist auch, wie hier diese Boje hinkommt. Ich kann da draufstehen. Das ist einfach 10 Meter höher als das Meer. Das muss ja irgendwie bei der Sturmflut hochgedrückt haben. Geil, das hier ist die Schlucht. Hier wachsen erstmal ein paar Himbeeren. Bisschen mickrig, aber rein was geht. Die Höhle, die ich gesehen habe, die ist leider da oben. Da kommt man quasi nur mit Klettern hin. Okay, ja gut. Da springe ich jetzt mal nicht rüber. Ja, das Ding ist, ich glaube, der Wind hat jetzt auch gut nachgelassen. Wir nehmen Option A. Lass mal zurückkommen hier durch den Dschungel. Ah geil, jetzt kann ich euch endlich mal das noch zeigen. Hier wächst nämlich überall diese Pflanze und das ist eine Steinbeere. Die hat so kleine rote Knubbelfrüchte. Das Ding kann man essen, das ist so ein bisschen Gelee-artig. Eigentlich einer meiner Favoriten an Beeren. Ja, die sind noch ziemlich unreif. Und hier ganz viel Wacholder. Also ne, warte mal, ist es überhaupt Wacholder? Ich glaube schon. Das ist ja hier oben eine richtige Goldgrube. Rauschbeeren. Jetzt habe ich erstmal meinen Krog verloren. Im Loch. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie gut die sächsische Knotenschlinge gehalten hat. Voll gespannt und Boot ist noch da. Der hätte ich auf jeden Fall auch mein Leben anvertraut. Okay, liegt jetzt hier. Da sollte die Flut nicht hinkommen.
auf jeden Fall hier schon wieder voll mit Müll. Das ist quasi eine Goldgrube. Ja, aber ich frage mich echt, was da in diesem Tümpel gestorben ist. Weil die Insel ist eigentlich so klein. Und ich habe ja noch kein einziges Säugetier, Schaf oder Rentier oder was weiß ich gesehen. Schwimmt ein Tier 4 Kilometer? Kann eigentlich nicht sein. Und dann geht auch überhaupt nicht in meinen Kopf rein, was das vorhin für ein komischer Darm war, den ich gefangen habe. Oha, guck mal. Premium. Alter, hier ist alles voll. Ich hoffe, es ist nur einigermaßen trocken. Okay, ich ziehe mir jetzt erstmal was Warmes an und dann gehe ich mal ein bisschen Kleinholz noch suchen, um es vorher irgendwie anzukriegen und ein bisschen Zunder. Ich habe hier natürlich auch noch meinen Combat Fleece-Pullover angezogen. Ich glaube, das Muster heißt Multicam oder sowas. Das ist gar nicht so einfach hier. Mehr feines Zeug noch sammeln. Ja, komm schon. Komm. Oh nein, wieder aus. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich einfach zu viel Wind habe hier. Das voll immer wieder auspustet. Oh, scheiße. Ich hatte schon mehrmals hier kurz eine Flamme. Muss einfach direkt wieder aus. Ich glaube, es ist tatsächlich zu windig hier. Okay, noch ein Versuch. Ein bisschen Gras habe ich noch gefunden, aber es ist auch nicht wirklich trocken. Hat, glaube ich, geregnet. Nein! Oh, Alter. Nein, nein, nicht wieder ausgehen. Das ist einfach der Kackwind hier. Okay, es hilft alles nichts. Ich packe mir das hier aufs Brett und dann muss es halt irgendwie wieder herbekommen. Okay. Hoch damit. Scheiße. Okay, also so wie das pustet, wird das, was ich jetzt hier habe, an Holz nicht lange reichen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, weil ich krieg das auch gar nicht klein. Muss ich ja nochmal durchhacken dann. Kostet halt einen Haufen Kraft. Ich glaube, es kostet mich weniger Energie, noch ein bisschen zu suchen stattdessen. Ich habe gerade eine ganze scheiß Treibholzhöhle gefunden. Okay. Die Makrele ist wirklich ein richtiger Oschi. Fängt man selten so ein Ding. Okay, ich möchte jetzt außerdem ein bisschen Seetang sammeln. Genau, ich habe nämlich neulich erst gelernt, dass es hier ziemlich viele Arten gibt von Seetang, die man essen kann. Naja, und dann gibt es ja auch diesen dünneren Tang. Das ist nämlich, glaube ich, der Zuckertang. Probieren wir den mal, wie der ist. Das sieht doch gut aus. Aufpassen, dass die Makrele nicht gleich verbrennt. Das ist ja hier richtig am Eskalieren. Ich habe mir einen Topf mitgebracht. Okay, ich habe mir eben von unten ein bisschen Salzwasser geholt.
Okay, Wasser kocht. Und dann gibt es jetzt gleich den Magic Moment. Braun, grün. Geil, oder? Wird einfach grün beim Kochen. So, hier nochmal Vorher-Nachher-Vergleich. Haut ist ein bisschen verkohlt. Aber ist nicht so schlimm. Darunter ist gut. Haut fliegt weg. Boah, ich habe so Hunger. Der Seetang ist auf jeden Fall sehr salzig, ziemlich zäh, aber ist ganz gut. Die Makrele, da fehlt ein bisschen Salz. Ich glaube, es ist besser, wenn man den Tang in Süßwasser kocht. Das zieht dann so ein bisschen das Salz noch raus. Kann man auf jeden Fall mehr davon essen. Und halt am besten auch in so ganz feine Streifen schneiden, wie so ein Wakame-Salat. Ja, und Seelachs stinkt halt echt im Vergleich zur Makrele ziemlich ab. Ich war noch kurz oben. Hab mir noch mal ein paar Beeren gesammelt, aber man sieht leider nichts mehr. Wird dann jetzt doch langsam dunkel hier. Bin ich gar nicht gewohnt. Davor war ich noch weiter im Norden. Da wird es einfach gar nicht dunkel. Ich snack jetzt auf jeden Fall mal noch mal einen Nachtisch. Und dann haue ich mich ins Bett. Das ist nämlich, glaube ich, keine Ahnung, wie spät es ist. Ich denke um 11, um 12. Die Moltebeeren sind leider langsam ein bisschen drüber. Ein bisschen aufpassen hier, dass man kein Quatsch isst. Okay, Camp ist vorbereitet. Feuer brennt noch ein bisschen neben mir her. Ich glaube, morgen ist leider aus. So Leute, ich werde jetzt noch ein bisschen die traumhafte Aussicht hier genießen. Und dann versuchen zu schlafen. Plan für morgen. Bisschen tauchen, bisschen Speerfischen. Mal gucken, Essen. Essen habe ich eigentlich genug bis morgen. Brauche nicht wirklich was. Habe immer noch was von der Makrele. Ahoi. Guten Morgen. Ja, das ist leider aus, glaube ich. Feuer brennt erstmal wieder. Ich koche mir jetzt ein Wasser und dann habe ich ein bisschen Kaffee mit. Hier Wasser ist am Kochen, jetzt muss ich das irgendwie runterkriegen. Kaffeezeit. Genau, und ich schnappe mir jetzt hier noch die Reste meiner Makrele. Machen wir die nochmal warm. Und dann habe ich auch ein Frühstück. Vielleicht gehen wir doch lieber die andere Seite hoch. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal an irgendwas drauf gehe, dann ist es erstickt beim Versuch, den Neoprenanzug anzuziehen. Okay, Blei habe ich dabei, 8 Kilo, Messer habe ich dabei, Harpune nehme ich mit. Mir ist leider eins meiner Gummibänder gerissen vor ein paar Tagen. Ich konnte nirgendwo Ersatz finden. Und das hier hat auch schon Riss, also es wird auch nicht lange dauern. Auf Distanz kann ich auf jeden Fall damit nicht mehr schießen.
So, ich bin zurück. Gab leider nicht wirklich viel zu sehen. Doch, zu sehen gab es schon was. Zu essen gab es nichts. Ist auf jeden Fall immer geil zu tauchen hier. Ich packe jetzt erstmal mein Kajak ins Wasser. Beim Paddeln gibt es einen ganz wichtigen Skill. Und den möchte ich jetzt noch mal ein bisschen üben, solange ich noch den Neoprenanzug anhabe. Es sind sogar zwei wichtige Skills. Das Wiedereinsteigen, wenn man es nicht schafft, finde ich, ist fast noch schwieriger als das Rollen an sich. Vor allem, wenn man ein bisschen Wellen hat. So Leute, ich packe jetzt zusammen, verlasse jetzt meine Höhle hier. Schön war es gewesen. Das ist leider der Rest vom Trinkwasser. Ich muss mir dann mal was filtern. So, schauen wir mal, welcher Tümpel am wenigsten dreckig ist. Wo kein totes Tier drin liegt, möglichst. Sieht echt berstigst aus. Ja, und ich weiß noch gar nicht, ob vielleicht doch Salz drin ist. Ich will eigentlich auch nicht mal meinen Finger reinhalten und dran dippen, weil das so widerlich aussieht. Aber es leben zumindest ein paar Käfer drin. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Schmeckt ein bisschen salzig, aber eigentlich nur so ganz leicht. Wie dieser Trinkzusatz aus dem EPA. Wahrscheinlich, wenn hier diese Bojen 10 Meter hochgespült werden, wird es auch einfach bei einer Sturmflut das Wasser hier reinhauen. Und dann sammelt sich halt Salzwasser hier drin. Das verdunstet dann zwar, aber das Salz bleibt natürlich drin und mischt sich dann halt neu mit dem Regenwasser. Wieder feinste Schaukelkotzwellen hier. Oha, Fisch. Makrele! Oh. Nein! Oh! Weg war sie. Oh, die hätte ich gerne noch gegessen. Mann, Mann, Mann. Genau, das war's dann jetzt auch erstmal für das Video. Ich bin jetzt noch eine Weile hier oben unterwegs. Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen was filmen. Ich habe auf jeden Fall geplant, 5 Tage auf einer Insel zu verbringen. Deswegen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr es nicht. Dann bis zum nächsten Mal.